Das Auto startet nicht, es ist dunkel, dein Reifen verliert Luft und dein Smartphone ist auch fast leer. Für genau diese 4 Situationen bietet das ESP200 die passende Lösung. Der ESP200 ist ein mobiles 4-in-1-Gerät. Falls ihr eine Panne haben solltet, das Gerät in der Werkstatt braucht oder auch in eurer Freizeit. Er vereint eine Starthilfefunktion mit 1600 Ampere Spitzenstrom, eine Powerbank-Funktion mit 16.000 Milliampere. Es ist ein Kompressor integriert, der maximal 150 PSI liefert und das Gerät hat auch noch eine leistungsstarke LED-Lampe, damit ihr es auch im Dunkeln gut einsetzen könnt. Bevor wir euch die einzelnen Funktionen vorstellen, zeigen wir euch einmal das Gerät und was im Zubehör bzw. im Lieferumfang alles enthalten ist. Zum Lieferumfang gehört natürlich das ESP200, die intelligenten Starthilfeklemmen, der Luftschlauch, verschiedene Ventiladapter, ein Ladekabel und eine Aufbewahrungsmöglichkeit. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist natürlich eine mehrsprachige Bedienungsanleitung. Die Sprache Deutsch ist ebenfalls hier drin enthalten. Dort könnt ihr alle Funktionen und Schritte nochmal nachschlagen. Auf der Vorderseite befinden sich das Display und die Bedientasten. An den Seiten bzw. unter den Schutzabdeckungen findest du die Anschlüsse für die Starthilfe, den Kompressor und externe USB-Geräte. Ladet den ESP250 vor der ersten Benutzung bitte vollständig auf, nur so habt ihr die komplette Leistung zur Verfügung. Wenn ihr mit dem ESP200 ein Fahrzeug überbrücken möchtet, stellt sicher, dass ihr das Fahrzeug anständig abgestellt habt. Zieht die Handbremse an, um euch selber zu schützen. Schaltet die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus. Heißt Radio, Licht, gegebenenfalls Navi. Zieht euer Handy-Ladegerät raus und falls es kalt ist, schaltet auch bitte die Sitzheizung aus. Um mit dem ESP200 ein Auto starten zu können, müssen wir natürlich die Batterieklemmen anschließen. Öffnen dafür einmal hier die kleine Abdeckung und stecken die Batterieklemmen an. Wenn ihr nun mit dem ESP200 ein Fahrzeug starten bzw. überbrücken möchtet, beachtet bitte 2 Sachen. Wir haben hier die Batterie vorne im Motorraum mit einem Pluspol und einem Minuspol. Bei einigen Fahrzeugen sitzt die Batterie nicht im Motorraum, sondern woanders im Fahrzeug. Es gibt aber den meisten Starthilfepunkte, heißt Anschlüsse für Plus und Minus im Motorraum. Falls ihr euch da unsicher seid, schaut bitte in der Anleitung von eurem Fahrzeug nach. Dort findet ihr alle Informationen, wo ihr das Fahrzeug überbrücken könnt. Wir haben jetzt hier die Situation, dass die Batterie hier ist, gehen mit der Plusklemme direkt an den Pluspol dran. Und mit der Klemme für Minus oder auch Masse genannt, gehen wir nicht direkt an den Batteriepol, sondern an den Überbrückungspunkt vom Fahrzeug. Der sitzt nämlich hier direkt darüber. Das hat den Hintergrund, würden wir direkt den Minuspol der Batterie wählen zum Anklemmen, würde der Strom nicht korrekt gemessen werden und das Batteriemanagementsystem vom Fahrzeug würde eventuell durcheinander kommen. Wenn ihr das Gerät angeschlossen habt, achtet bitte darauf, hier vorne gibt es eine kleine Lampe. Falls alles richtig angeschlossen ist, leuchtet diese grün. Sollte die Batterie einen Kurzschluss haben oder ihr die Polklemmen vertauscht haben, würde diese rot leuchten und auch ein Alarmton hörbar sein. Der integrierte Luftkompressor ist nicht nur super geeignet, um Autoreifen aufzupumpen, sondern auch Fahrradreifen, Bälle oder andere geeignete Gegenstände. Wählt dazu den passenden Adapter und die richtige Einstellung im Gerät. Die passende Angabe für den Luftdruck findest du am Fahrzeug oft im Tankdeckel, im Einstiegsbereich der Fahrradtür oder in der Betriebsanleitung. Für alle anderen Drücke findest du diese oft auf dem Reifen, auch am Auto, am Fahrrad oder an sonstigen Fahrzeugen. Die Angabe 150 PSI bezieht sich auf den maximal möglichen Kompressordruck von dem Gerät. Sie ist nicht automatisch die richtige Angabe für den Gegenstand, den du aufpumpen möchtest. So, wir haben dem Aufkleber in der Fahrradtür nun entnommen, dass der Reifen vorne mit 2,5 Bar aufgepumpt werden soll. Dafür entfernen wir als erstes die Ventilschutzkappe. Schließen danach den Schlauch an und schalten nun erst das Gerät ein. Können nun den aktuellen Druck auch sehen. Hier sind 2,08 Bar. Stellen jetzt unseren gewünschten Luftdruck von 2,5 Bar ein und halten den Startknopf kurz gedrückt.
Wie bereits angesprochen, kann man mit dem ESP200 nicht nur Autoreifen aufpumpen, sondern auch zum Beispiel diesen Basketball hier. Hier ist auch eine Druckangabe unten drauf gedruckt. Mit 8 PSI ist er angegeben. Wir brauchen natürlich die entsprechende Nadel, in dem Fall die ganz klassische Ballnadel. Die verbinden wir einmal mit unserem Druckschlauch, dann wählen wir die entsprechende Einstellung für das Aufpumpen von Bällen, stellen die 8 PSI ein und das zeigen wir euch jetzt mal. So, wir beginnen, indem wir die Ballnadel in unseren Luftschlauch stecken, den Verriegelungshebel umlegen. Als nächstes führen die Ballnadel vorsichtig in das Ventil vom Ball ein. Finden auf dem Ball auch hier die Angabe von 8 PSI. Als nächstes schalten wir nun das Gerät ein. So, jetzt können wir mit einem langen Tastendruck auf die Kreistaste die Einheit umstellen, wählen PSI aus, so müssen wir nichts umrechnen, können mit einer kurzen Betätigung der Kreistaste hier auf den Modus für Bälle gehen und wählen jetzt hier noch 8 PSI aus und halten die Starttaste 2 Sekunden gedrückt, um den Pumpvorgang zu starten. Wir sehen hier nun, dass 8 PSI erreicht wurden, können die Ballnadel aus dem Ball rausziehen und fertig ist es. Mit einer Kapazität von 16.000 mAh könnt ihr das ESP200 natürlich auch super als mobile Powerbank für euer Smartphone oder andere elektronische Geräte nutzen. Um die Powerbank-Funktion des ESP200 zu nutzen, nehmen wir zum Beispiel das mitgelieferte USB-C-Kabel. Auf der Oberseite findet sich die Buchse Output, dort stecken wir dieses ein. Das andere Ende vom Kabel verbinden wir zum Beispiel mit unserem Smartphone oder was auch immer wir laden möchten und schalten das ESP200 ein. Wie ihr seht, das Smartphone wird auch sofort geladen. Die in der ESP200 integrierte LED-Leuchte befindet sich hier oben. Diese hilft euch in der Dunkelheit bessere Sicht zu haben, sei es beim Anschließen der Batterieklemmen an die Überbrückungspunkte oder bei der Kontrolle des Reifens, ob dieser Fremdkörper enthält oder Rohrmehrplatt ist. Des Weiteren gibt es verschiedene Leuchtmodi, einmal das Dauerleuchten, das schnelle und das langsame Blinken. Die letzteren beiden könnten vorteilhaft sein, um andere Verkehrsteilnehmer vor Gefahren zu warnen. Die Blink- oder SOS-Funktion kann euch, wie gesagt, dabei helfen, andere Verkehrsteilnehmer auf Gefahren oder auf euch aufmerksam zu machen. Achtet bitte dabei, die Lampe so zu positionieren, dass ihr keine anderen Verkehrsteilnehmer damit blendet. Damit das ESP200 immer einsatzbereit ist, ladet es in regelmäßigen Abständen nach bzw. erneut auf. Die Abstände stehen in der Bedienungsanleitung, die empfohlen sind. Setzt das Gerät nicht in Feuer ein, nicht unter Wasser, nicht im starken Regen. Sollte das Gehäuse beschädigt sein oder der Akku herausquellen, verwendet das Gerät bitte ebenfalls nicht. Fassen wir zusammen. Mit dem ESP200 kannst du nicht nur den meisten Pkw Starthilfe geben, du kannst auch Reifen, Fahrräder, Bälle, andere Gegenstände, die mit Luft gefüllt sind, aufpumpen, die USB-Ladefunktion bzw. Powerbank-Funktion nutzen und eine integrierte Leuchte ist sehr hilfreich bei Pannsituationen, wo man so ein Gerät gerne einsetzt. Weitere technische Informationen zum ESP200 findet ihr bei uns im Shop. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung.